Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Heute zeige ich euch ein Rezept von meiner Kollegin Lucia. Ich zeige euch heute selbstverständlich Schritt für Schritt, wie ihr diese leichte, leckere, frische Erdbeertorte machen könnt. Also, lasst uns gleich loslegen. Als erstes gebe ich die Tiefkühl-Erdbeeren und den Mandeldrink in einen Topf und lasse das Ganze köcheln, bis die Tiefkühl-Erdbeeren aufgetaut sind. Die Tiefkühl-Erdbeeren sind nun aufgetaut. Ich gebe das Ganze in einen Mixer und püriere es gut. Als nächstes gebe ich die Mandelschlagcreme in den Topf. Ich verwende diese vegane Bio-Schlagcreme von Sojana. Aber bevor ich es in den Topf gebe, nehme ich 2 Esslöffel raus und stelle es zur Seite für das Topping. Das stelle ich nun in den Kühlschrank bis zum Schluss. Als nächstes gebe ich den Agavendicksaft in den Topf. Als nächstes kommt das Vanillepulver in den Topf und der Limettenabrieb. Nun lasse ich das Ganze nochmal aufkochen. Sobald das Ganze aufgekocht ist, gebe ich das Agar-Agar dazu. Das ist ein pflanzliches Geliermittel. Jetzt lasse ich das Ganze noch einmal 1 bis 2 Minuten aufkochen. Das ist wichtig, damit das Agar-Agar richtig gelieren kann. Nach 1 bis 2 Minuten stelle ich den Herd ab. Das lasse ich nun 1 Stunde abkühlen und weiter geht's mit dem Tortenboden. Den Ofen habe ich schon mal vorgeheizt auf 175 Grad Celsius, Ober-Unterhitze. Nun gebe ich in eine Schüssel das Mehl, Backpulver und die Maisstärke. Als nächstes kommt der Kokosblütenzucker in die Schüssel, das Vanillepulver und eine Prise Salz. Dann verrühre ich das Ganze. Das Rapsöl. Dann kommt etwas Apfelessig dazu. Der Apfelessig reagiert mit dem Backpulver. Als nächstes kommt das Wasser dazu. Das ist Wasser mit Kohlensäure. Dann verrühre ich das Ganze zu einem Teig. Dann gebe ich den Teig in die vorbereitete Springform. Der Tortenboden kommt nun für 15 Minuten in den Ofen. Der Tortenboden und die Füllung sind mittlerweile schon ausgekühlt. Als nächstes gebe ich den Tortenboden auf einen Teller. Dann fixiere ich eine Trennfolie eng um den Tortenboden. Und der Tortenring kommt nun darum, damit das Ganze gut hält. Perfekt.
Falls ihr übrigens keine Tortenfolie und Tortenring habt, dann könnt ihr auch eine Springform verwenden. Als nächstes verrühre ich die Füllung. Die ist schon ziemlich dick geworden und deswegen verrühre ich sie nochmal. Nun leere ich die Füllung auf den Tortenboden. Die Torte kommt nun für ungefähr 45 Minuten in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit bereite ich für das Topping die Erdbeersoße vor. Dazu gebe ich die Erdbeeren, das Xylitol und das Wasser in einen Topf und erhitze es. Als nächstes gebe ich es in einen Mixer und püriere es gut. Dann schütte ich es zurück in den Topf. Als nächstes gebe ich die angerührte Maisstärke in den Topf. Nun wird das Ganze noch einmal kurz aufgekocht. Nachdem die Erdbeersoße ungefähr 1 Minute gekocht hat, gebe ich sie durch ein Passiersieb. Die Frischhaltefolie habe ich auf die Soße gelegt, damit sich keine Haut bildet. Das Ganze lasse ich jetzt bei Zimmertemperatur abkühlen. Die Torte war nun 45 Minuten im Kühlschrank. Jetzt gebe ich die Erdbeersoße auf die Torte. Nun kommt die Torte für 4 Stunden in den Kühlschrank. Zum Glück hat meine Kollegin Lucia schon eine Torte für uns vorbereitet, sodass ich jetzt schon probieren kann. Wow, richtig lecker, aromatisch, leicht, cremig. Yes, ich liebe es. Also, wenn ihr dieses saisonale Rezept nachmachen wollt, klickt den Link unten in der Infobox. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!